Hallo, in diesem Video geht es um das Thema das Ego-Konzept oder das falsche Ego-Konzept. In der Esoterik wird das bis zu einem gewissen Grad etwas überpolarisiert und das teilweise auch nur einseitig manchmal, weil das Ego ist an sich erstmal überhaupt ein funktionales Ego. Das bedeutet, so wie man sich selber als Mensch auf, sage ich mal, seiner niederen Triade wahrnimmt, das ist das funktionale Ego zunächst und das ist jetzt erstmal überhaupt nichts Negatives in dem Sinne. Und wenn der Mensch stirbt, dann stirbt dieses Ego auch nicht wirklich, sondern wird ein Stück weit zwar umgestaltet, umgewandelt und man wird ja zur Seele, wird von der Seele wieder integriert, absorbiert. Und ansonsten bleibt das Ego ein Stück weit so dieses Ego, was man hat erstmal. Und dann hat man das große Ego als, sage ich mal, das Selbstgewahrsein. Und das ist halt alles, was man gewahren oder wahrnehmen kann, das aber noch über die 5 Sinne hinausgeht. Und das negative Ego, das ist so eben das konzeptualisierte Ego, ein Selbstbild, was man erzeugt, mit dem man sich überidentifiziert, wobei auch das ist sogar noch nicht mal unmittelbar das negative Ego. Das negative Ego ist halt, wenn man da irgendwelche negativen Tendenzen damit verbindet und sich aneignet und dann eben sehr selbstbezogen, sehr egoistisch ist und dann tatsächlich andere Menschen als schlechter als sich selbst ansieht und all diese Sachen. Und das, was nach dem Tode verstirbt, das ist zunächst die Psyche. Das wird auch in der Bibel irgendwo ein Stück weit im Alten Testament manchmal erwähnt, dass die Psyche stirbt und dass das teilweise auch als Seele sogar da umschrieben wurde und ähnliches oder übersetzt, was aber dann eher völlig falsch ist. Weil die Seele da in der Bibel eher als mehrfach verschiedener Übersetzungen, einmal griechisch, einmal das hebräische, und dann noch dazu haben beide da verschiedene Konzepte teilweise erwähnt und das wurde alles teilweise nur als Seele übersetzt. Zum Beispiel wie Ruach, Geist zum Beispiel wird da erwähnt oder die Seele auch mit verschiedenen Aspekten versehen, sei es als Emotionalkörper nur quasi und sei es eben auch als mehr Überseele und dergleichen. Ja. Aber das ist gar nicht so sehr das Thema. Das Thema ist erstmal das Ego hier in dem Fall. Das negative Ego, das ist halt das, was man transformieren muss, weil das sind halt negative Tendenzen oder das, was mit der konzeptualisierten äußeren Welt oder sagen wir mal negativen Matrix verbunden wird. Und wie man sich daran identifiziert hält, das ist auch bis zu einem gewissen Grad eben das negative Ego, was es zu transformieren gilt, transzendieren gilt. Und der Mensch selber, das ist eben einmal die Psyche, das ist so das Sinnesgewahrsein und dieses löst sich schon nach dem Tode so auf, wie es mit dem Körperlichen verbunden ist und so, dass man sich dann ändert. Und die Psyche, die sündigt, die stirbt, wäre eigentlich da die richtige Übersetzung, mehr oder weniger aus der Bibel. Und nicht eben als die Seele mit allem drum und dran verknüpft. Deswegen ist das so viel Missverständnis dann daraus konstruiert, auch mit und aus den biblischen Verhältnissen. Und das ist eher dann so wie das Unterbewusstsein bei Menschen, so ist das der Aufsatz des Gewahrseins mit dem physischen zusammen für Körper verbunden, das Sinnesgewahrsein und das ist halt so die Psyche. Und damit kann man auch ungefähr das Ego, das funktionale Ego jetzt mit gleichsetzen. Denn es gibt nicht nur eben Ego, alles anzukämpfen gegen Ego, wie das manchmal im esoterischen Bereich missverdreht wird, sondern es gibt unterschiedliches Ego, ja, und auch das Selbst, das höhere Selbst ist auch ein Ego. Ein Ego ist das, was an sich etwas zusammenhält, was eine gewisse Identität überhaupt ermöglicht. Das ist erstmal das Ego, das ist erstmal überhaupt nichts Negatives, es sei denn, es wird überpolarisiert, überfunktioniert in seiner Weise.
und überdreht. Und das kann natürlich auch dazu genutzt werden, sich im niederen Ego mit verschiedenen Konzepten, wie zum Beispiel dem Versterben und so weiter, fehl zu identifizieren und dann verschiedene Ängste dann zu entwickeln. Und da gilt es nicht gegen das Ego anzukämpfen, das ist grundsätzlich immer an sich falsch, das funktioniert auch nicht, weil man ja zugleich das Ego bezeugt in dem Verhältnis, sondern es geht immer, das Ego zu transzendieren. Und was dann im esoterischen Bereich leicht missverstanden wird, das Ego kann man an sich nicht auflösen oder so, weil dann würde man selber so gar nicht mehr bestehen als Mensch und bestehen können, wenn man komplett das Ego verschwinden lassen würde. Und deswegen ist es immer ein Transzendieren. Das bedeutet, dass man sich von niederen Konzepten löst, die einem zum Beispiel irgendwelche Ängste bereiten, die an Nichtigkeiten einbinden und so weiter und darin die Identität koppeln wollen, dass man das alles auflöst und sich als Seele versteht, dass man sich zur Seele transzendiert. Das ist das ein sich Auflösen des negativen Egos zumindest, was erforderlich ist und nicht, dass man da irgendwie sich selber in eine Dissonanz begibt und gegen sich selber irgendwie kämpft und ähnliches. Es gibt zum Beispiel das Buch Ein Kurs in Wundern, was meines Verständnisses nach von Jesus auch so gechannelt worden ist. Und das beschäftigt sich sehr stark mit diesen Ego-Konzepten und dem negativen Ego und der materialistischen Weltsicht, um das zu transzendieren. Da sind die Übungen zum Beispiel empfehlenswert und da wird man am Anfang, wenn man stark im negativen Ego fokussiert ist, auch so gewissen inneren Widerstände und Kämpfe erfahren, während man eben diese gewissen negativen Ego-Konzepte dann auflöst. Und was auch oft dann sonst missverstanden wird, ist, du bist selber für die gesamte äußere Welt irgendwie verantwortlich. Ja? Und das wäre falsch oder richtig oder was auch immer. Jein, also im Grunde genommen alles, was man gewahrt, dafür ist man selber verantwortlich in der Form, dass das alles im eigenen Selbst ist und sonst hätte man überhaupt kein Gewahrsein von diesen Dingen. Das heißt aber nicht, dass man für die Gewahrseinsinhalte für alle irgendwie verantwortlich ist, weil das ist ja doch durchaus auf das, was man von außen wahrnehmen kann und es ist an sich jedem erlaubt, so sag ich mal, sein Leben zu leben erstmal. Ja, natürlich kann man sich drüber streiten, wenn man anderen schadet, was, wie, wo, warum, aber grundsätzlich darf erstmal jeder seinen eigenen Selbstausdruck leben und wählen und demnach handeln. Aber das Gewahrsein an sich, dafür ist man schon verantwortlich und da ist oft dieses Problem mit der Dissonanz, wenn man anfängt, sobald man anfängt, gegen die Gewahrseinsinhalte irgendwie sich zu polarisieren, ab dem Moment polarisiert man sich innerlich gegen sein höheres Selbst mitunter bis zu einem gewissen Grad. Und das ist so das, wo dann auch, wenn man es richtig versteht, diese esoterischen Konzepte, darum geht, sich zu heilen und Frieden zu finden mit allem. Ja, dass man seine Wahrnehmung schließt, sich damit verbindet komplett mit dem ganzen Gewahrsein und sich nicht innerlich polarisiert, weil man ja nie eigentlich unmittelbar gegen die Inhalte vorgeht, wenn man mit sich selber befasst ist und etwas nur zum Beispiel sich anhört, was an negativen Nachrichten wäre, und man da sagt, das ist ja ganz furchtbar, ganz schlimm und hin und her. Aber man ist mit sich selber befasst in dem Moment. Und die Spaltung, die man da im Zweifelsfalle hineinlegt oder erzeugt, das ist im eigenen Selbst. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, unterscheiden und sagen, okay, alles, was ich im Gewahrsein habe, das bin ich, ja, das ist mein Selbst, aber das bezieht sich auf das Gewahrsein, auf die Wahrnehmung. Es bezieht sich nicht auf die wahrgenommenen Inhalte, dass man alles davon selber ist. Und wenn man das Konzept so richtig versteht, dann und auch erkennt, dann ist man tatsächlich bis zu einem gewissen Grad alles, wessen man gewahrt. Aber man ist halt nicht für alles unmittelbar verantwortlich, was in der Welt geschieht, sondern jeder, der da sein Selbstkonzept in der einen oder anderen negativen Weise auslebt, ist dafür selber auch verantwortlich. Und die Verantwortung kann man sich natürlich schlecht anziehen. Und das wird auch dann schon leicht oft missinterpretiert oder missverstanden als esoterisches Konzept oder dann eher dagegen wieder argumentiert, dass das schlechte Konzepte wären und ähnliches. Daher unterscheidet man zwischen negativem Ego und Ego, zwischen dem Gewahrsein von allem, was ist, und dem, was irgendwo vor sich geht oder von anderen auch irgendwo mit erzeugt und eingebracht wird.
Aber man darf sich dann nicht gegen polarisieren, weil man immer in sich selber dagegen dann polarisiert als erstes und dann erst agiert man gegen einen äußeren Inhalt in irgendeiner Form. Ja. Das sind so immer die Sachen, die erst zu erkennen gibt, zu reflektieren gibt. Auch dann zum Beispiel, was ist die Psyche, was ist das Ego? Was ist eben das funktionale Ego, was ist das negative Ego? Ja, und was ist Bewusstsein, was ist Unterbewusstsein oder auch Überbewusstsein? Und je mehr man darüber reflektiert, desto weniger wird man dann anfällig sein, sich in Konzepte zu verfahren und dagegen zu sich polarisieren und ähnliches, obwohl das eben durchaus sinnvolle Konzepte sind, wenn man die dann richtig erkennt und versteht. Das soll alles erstmal in diesem Video sein dazu. Ich wünsche allen alles Gute.